auf dem Papier sind alle gleich, überall gibt es die gleichen Maßstäbe. Na klar, auf dem Papier, aber in der praktischen Umsetzung doch nicht. Wir haben ganz klar gesehen, dass der Kontrollmechanismus deutscher Behörden an der deutschen Grenze endet. Und das ist die faktische Ungleichbehandlung zwischen deutschen Staatsbürgern und ausländischen Staatsbürgern. Ein deutscher Staatsbürger, der hier sagt, ich brauche Sozialhilfe, ich brauche Hilfe, ich kann aus welchem Grund auch immer nicht mehr mein Einkommen selbst gestalten, der muss sich bis aufs Letzte nackig machen. Das kann Ihnen jeder erzählen, der es mal persönlich erlebt hat. Aber beispielsweise ein Ukrainer, der kommt hierher, füllt das aus und die deutsche Behörde muss ihm einfach alles glauben, weil sie keinerlei Möglichkeiten hat, das zu kontrollieren. Hat er vielleicht doch verwertbares Vermögen in der Heimat? Hat er Barbestände? Hat er vielleicht doch verwertbares Immobilienvermögen, zum Beispiel in Kiew, wo ja eigentlich eine Befriedung herrscht, wenn man sich die Situation mal vor Ort anguckt? Hat er vielleicht auch einen Rentenbezug, Herr Kosmel, in der Ukraine? Auch das wissen wir nicht. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie kann es sein, dass deutsche Bürger bis aufs letzte Hemd durchsucht werden, um Unterstützung zu bekommen, während andere ohne jegliche Prüfung alles hinterhergeschoben bekommen? Ulrich Siegmund spricht genau das aus, was viele von uns denken. Diese Ungerechtigkeit muss endlich aufhören. In diesem Video erfahrt ihr, warum unser Steuergeld so oft ins Leere geht, warum deutsche Behörden völlig versagen und wie Ulrich Siegmund für eine faire Behandlung kämpft. Ihr wollt wissen, wie dicke Autos und Bürgergeld zusammenpassen? Dann bleibt dran, es lohnt sich. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass hier etwas schief läuft, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben den Antrag eingebracht, Vermögensfeststellung, konsequente Vermögensfeststellung bei ausländischen Leistungsbeziehern, weil er einfach der Realität entspricht. Ich habe mir ein eigenes Bild damals gemacht in Berlin. Ich habe dazu auch damals ein Video gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele große Fahrzeuge, dicke Autos mit ukrainischem Kennzeichen gesehen und habe mich gefragt, wie kann das eigentlich zusammenhängen mit der riesengroßen Zahl ukrainischer Staatsbürger, die wir im Bürgergeldbezug haben. Nach wie vor 2/3. Das ist eine ganz legitime Frage, die ja nicht nur ich als Beobachter hatte, sondern die sich ganz viele Menschen da draußen stellen. Wie kann das sein? Und daraufhin haben wir diesen Antrag eingebracht, um dieses ganze Thema mal erstmal grundsätzlich zu hinterfragen. Wie funktioniert denn diese Vermögensfeststellung etc.? Und dann kam es so, wir haben den Antrag eingebracht, wir möchten eine konsequente Vermögensfeststellung. Hat er vielleicht doch verwertbares Vermögen, bevor hier deutsches Steuergeld fließt oder nicht etc.? Es ging in den Ausschuss, wir hatten die Anhörung, Beschlussempfehlung, die natürlich abzulehnen ist. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Und wie ist die Realität? Im Ausschuss wurde uns was gesagt? Auf dem Papier sind alle gleich, überall gibt es die gleichen Maßstäbe. Na klar, auf dem Papier, aber in der praktischen Umsetzung doch nicht. Wir haben ganz klar gesehen, dass der Kontrollmechanismus deutscher Behörden an der deutschen Grenze endet. Und das ist die faktische Ungleichbehandlung zwischen deutschen Staatsbürgern und ausländischen Staatsbürgern. Ein deutscher Staatsbürger, der hier sagt, ich brauche Sozialhilfe, ich brauche Hilfe, ich kann aus welchem Grund auch immer nicht mehr mein Einkommen selbst gestalten, der muss sich bis aufs Letzte nackig machen. Das kann Ihnen jeder erzählen, der es mal persönlich erlebt hat. Aber beispielsweise ein Ukrainer, der kommt hierher, füllt das aus und die deutsche Behörde muss ihm einfach alles glauben, weil sie keinerlei Möglichkeiten hat, das zu kontrollieren. Hat er vielleicht doch verwertbares Vermögen in der Heimat? Hat er Barbestände? Hat er vielleicht doch verwertbares Immobilienvermögen, zum Beispiel in Kiew, wo ja eigentlich eine Befriedung herrscht, wenn man sich die Situation mal vor Ort anguckt? Hat er vielleicht auch einen Rentenbezug, Herr Kosmel, in der Ukraine? Auch das wissen wir nicht. Herr Kosmel, trotzdem kann man eine Immobilie vielleicht veräußern. Das sind 2 Paar Schuhe. Das wissen wir nicht. Und wissen Sie warum? Und wissen Sie, warum wir das im Einzelfall nicht wissen, Herr Kosmel? Weil es keine Kooperation zwischen den Behörden gibt. Und genau das haben wir in dem Antrag gefordert. Das war Kernpunkt unseres Antrages und davon ist nichts übrig geblieben. Und ich möchte die Situation vor Ort damit gar nicht bewerten, aber dass wir eine Kooperation brauchen mit Ländern, wo wir auch Entwicklungshilfe oder finanzielle Unterstützung hinschicken, das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, Herr Kosmel, auch bei Ihnen. Das gehört sich eigentlich so in einem Rechtsstaat. Davon ist aber nichts übrig geblieben. Herr Kosmel, davon ist nichts übrig geblieben. Deswegen gibt es nach wie vor faktisch eine Ungleichbehandlung zwischen deutschen Staatsbürgern und ausländischen Staatsbürgern, weil wir einfach nicht die Kontrollen haben. Das hatten wir beantragt, das wollten Sie nicht, das haben wir jetzt nach wie vor nicht, deswegen lehnen wir diese Beschlussempfehlung ab. Ich finde es sehr, sehr schade. Die Menschen draußen sehen, was vor Ort los ist. Und ich habe noch 20 Sekunden für die letzte Bemerkung. Die Ausführung von der Ministerin, das war noch wohl ein Witz. Sie sagen, es ist ein riesengroßer Erfolg, dass wir die Beschäftigungsquote ukrainischer Staatsbürger von 12 auf 24 oder 25% steigern konnten. Das ist 1/4 immer noch, 2/3 nach wie vor im Bürgergeldbezug in Ländern wie Polen, in Ländern wie bitte?
In Ländern wie Polen oder in den Niederlanden sind 90% in Arbeitertullen, 90, und Sie sprechen bei 25% von einem Erfolg. Es ist ein Witz, es ist peinlich und es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der deutschen Bürger und Steuerzahler. Dankeschön. Ulrich Siegmund hat absolut recht, wenn er sagt, dass diese Ungerechtigkeit endlich aufhören muss. Es kann nicht sein, dass wir jeden Cent, den wir besitzen, offenlegen müssen, während andere doppelt und dreifach kassieren, ohne dass jemand genauer hinschaut. Dass Fachkräfte sich in verschiedenen Städten mehrfach anmelden und dabei noch ungeschoren davonkommen, ist ein Armutszeugnis für unsere Behörden. Was mich aber wirklich emotional trifft, ist die Situation unserer Rentner. Ich sehe früh morgens, wie sie Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Das zerreißt mir das Herz. Ich habe schon oft geholfen, wo ich konnte, aber das kann nicht die Lösung sein. Der Staat muss Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass unsere älteren Mitbürger ein würdiges Leben führen können, nach einem Leben voller harter Arbeit. Wir dürfen nicht länger zusehen, wie Fremde bevorzugt behandelt werden, während unsere eigenen Leute immer mehr ins Abseits gedrängt werden. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Missstände ansprechen und ändern. Jeder von uns sollte sich fragen, ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Es muss Schluss sein mit dem blinden Durchfüttern vom Fremden, während für die eigenen Bürger nichts mehr übrig ist. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.